Ja, ich grüße euch, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es tatsächlich schon wieder was anderes von mir. Und zwar hat der Frank mich angerufen, ein Kunde von mir hat gemeint, ich habe so eine Telly und ich habe eine Strat. Die Strat ist bequem, die Telly tut mir an den Rippen weh. Kannst du da mal so Shapes reinmachen? Ähm, klar, kann ich. Haben wir vorne ein schönes Auflageshape für den Unterarm gemacht und hinten den sogenannten Binding-Spoiler oder Belly-Shape. Ähm, Könnt ihr sehen, wie ich das so mache. Viel Spaß dabei. Eins meiner Lieblingswerkzeuge, der Hobel. Ja, schön scharf muss er sein, dann macht das richtig Spaß. Ich hobel jetzt erstmal eine gerade Fläche da rein. Also ich habe mich auch mit dem Kunden geeinigt, dass das kein gewölbtes Shape sein soll, sondern dass es gerade sein soll oben. Von hinten säge ich jetzt erstmal, nachdem ich die Form grob angezeichnet habe, mit der Japansäge so kleine Schlitze rein. Warum mache ich das? Ich mache das, wenn ich später mit dem Stemmeisen reingehe, damit mir nicht auf einmal ein Riesenbrocken Holz wegfliegt. Ich muss erst mal gucken, in welche Richtung kann ich arbeiten. Ja? Gegen die Wuchsfaserrichtung zu arbeiten ist nicht so schön. Ja? Dann bricht das Holz weg. Da kann man auch Sachen, die weg sind, sind weg. Die hat man dann. Es gibt keinen Druffhobel. Ja? Das ist dann halt vorbei. Und jetzt fange ich halt langsam mit einem breiten Stechbeitel an, die Sachen wegzustemmen. Und wie man sieht, brechen immer so kleine Bröckchen ab. Ja, das ist der Sinn dieser Schlitze. Ja, und da arbeite ich mich jetzt Stück für Stück immer weiter rein und habe dann jetzt auch schon gecheckt, in welche Richtung die Fasern wie laufen, wo muss ich ansetzen. Manchmal gehe ich von der anderen Seite rein. Manchmal geht es dann gar nicht. In dem Fall ging es immer. Zum Glück, weil da keine Äste waren. Wenn da Äste im Spiel sind, muss man mal aufpassen. Was ich jetzt hier benutze, ist so eine ganz flache Raspel, damit ich eine gerade Fläche reinkriege. Ja? Also es ist, der Kunst bei so einem Shape ist es, ihn auch wellenfrei hinzukriegen. Nicht einfach nur, dass es aussieht wie ein Shape, das soll auch wellenfrei sein. Ja? Deswegen arbeite ich eigentlich immer nur mit geraden Sachen, mit geraden Hobeln, mit geraden Raspeln. Ich benutze nie eine gerundete Raspel. Ja? Also so habe ich das gelernt, immer mit der geraden Seite arbeiten, da wird auch alles gerade. Ja? Jetzt markiere ich mit einem Bleistift einfach die Fläche, damit ich die Hotspots besser sehen kann. Und die trage ich jetzt mit einer noch feineren Feile ab oder Raspel besser gesagt. Hier ist ein selbstgebautes Schleifutensil von mir. War mal ein Schutzschild von meiner Vergaserkappe von meinem alten Lancia. Aber da hat eine schöne Rundung. Ich habe mir rechts und links so zwei Griffe dran gebaut. Damit kann ich das auch wieder gerade abziehen. Nachdem ich das alles gemacht habe, muss ich jetzt den Übergang zu dem vorhandenen Lack hinkriegen. Und das ist ganz schön tricky, weil der darf erstens nicht wegbröseln. Und wenn ich so schleife, dann darf ich auch nicht in den Lack reinschleifen. Das will man ja nicht sehen. Ich meine, das Instrument ist zwar vom Werk aus geaged, aber wenn da so Schleifstriemen drin sind, vor allem von so 80er Papier, das ist nicht schön und das soll auch nicht so sein. Ja. Da muss man wirklich mal ganz genau aufpassen, wo die Kante aufhört. Ja. Und wie man jetzt schon sieht, es ist wichtig, dass du halt diesen Schwung hast in der Form. Ja. Und den zeichnet man sich eigentlich grob auf, aber der entsteht eigentlich beim Ausarbeiten. Ja. Wie so ein bisschen Bildhauermäßig auch. Ja. Jetzt muss ich die Kante brechen, damit es nicht zu scharf wird. Ja, da muss ich mich auch so rantasten. Und dann wieder mit einem geraden Klotz und Schleifpapier das Ding wirklich auf 340 oder 400 hochschleifen. Ja, und wenn man alles bis auf 400 hochgeschliffen hat, muss man das Holz nochmal wässern. Das heißt, man nimmt einen nassen Lappen, geht mal kurz drüber, da stellen sich noch ein paar Holzfasern hoch und die schleift man dann letztendlich weg. Ja. Ursprünglich war die Idee auch, dass wir das vielleicht lackieren, aber irgendwie hat sowohl der Kunde als auch ich das für ästhetisch interessanter empfunden, das einfach so zu lassen und sich quasi so ein bisschen den Dreck der kommenden Gezeiten sich selbst in das blanke Holz einarbeiten zu lassen. Und das ist dann quasi das Endergebnis. Wir haben eine schöne gerade Linie von oben, schön smoothen Übergang zur Kante hin. Ja. Auch zum Finish, dass da nichts irgendwie weggebröselt oder weggekratzt oder was auch immer passiert ist. Einen schönen Schwung, der nach hinten ausläuft zum Gurtpinende hin und ebenfalls Belly Shape, auch eher so fast 60s mäßig,
und oben ins Horn laufend. Ja. Also das war jetzt quasi ein Beitrag. So Geschichten mache ich nicht so oft, weil viele Leute sich auch nicht dran trauen. Frank war in dem Sinne cool, hat gemeint, das Instrument ist klasse. Ich will es einfach ein bisschen bequemer haben. Wenn der Kunde das gern so hat und ich da hier mein Handwerksrepertoire auspacken kann, dann freue ich mich. Das ist ein Job, der macht richtig Spaß. Ja, da kehrst du dann am Ende des Tages die Späne zusammen. Das ist dann auch ein richtiger Haufen. Und das ist Handwerk, das mag ich. Und ich hoffe, ihr habt da so einen kleinen Einblick gekriegt, was das heißt, es mit der Hand zu machen und nicht irgendwie mit einer üblen Autoflex daran zu gehen und das Holz da wegzuroppen. Ja. Bis zum nächsten Mal.